Master Quest annehmen, Tower Quest abgeben. Und 143. In den letzten beiden Chars. Das sind alle meine Chars 143 Regular Level. Dann ist eigentlich nur die Buff-Stufe entscheidend. Und solange du noch keine 20er Buffs hast, ist die beste Buff oder die beste Set-Combo für dich, die dir die höchsten Buffs gibt. Und das ist ja quasi die längste Zeit eigentlich Kaisern, 2 Teile Kaisern, 2 Teile Neklus. Navi, Neklus, Kaisern, Kainos. Und ich weiß gar nicht, zweiteilig Lumine oder wie auch immer das Set heißt. Lumini, Lumine, bla bla bla. 150er White Set. Wäre, I guess, die nächste Stufe. Aber das ist so teuer, dass sich das eh nicht lohnt. Und dann würdest du einfach mit der besten Buff-Kombi sticken. Außer natürlich, du hast schon 20er Buffs. Dann kannst du auch auf Cast-Time gehen. Aber wenn du halt deine M nur fürs Buffen benutzt, dann kann ja die Cast-Time eigentlich vollkommen wurscht sein. Also mir ist die wurscht. Deswegen habe ich auch nie ein Wedge-Set getragen oder bin absolut kein Fan von Wedge-Set, weil das ist einfach nur meine RM ultra anfällig für Agros, stirbt bei jedem Mal, wo man ihn anhustet. Und gibt mir nicht mal die beste Buff-Höhe. Und ich finde, die Buff-Höhe ist wichtiger als das bisschen Cast-Time, das ich nicht brauche, wenn mein RM quasi 15 Minuten lang AFK hinterherläuft, mich dann einmal bufft, dann wieder 15 Minuten lang nichts macht. Außer das gelegentliche GT ab und zu reindrückt. I don't need that. I don't want it and I don't need it. Und da ist ein Ranger. Und ich verabscheue ihn. Killt den Vibe beim Leveln? Wenn du dich einmal alle 20 Minuten buffst, wie zum Teufel killt das den Vibe? Monsopi. Einmal alle 20 Minuten. Wieder 2 Amps machen. Damit du dem Legion Ranger dein altes Equip für Tower und so geben könntest, würde das Sinn machen. Ja. Du könntest auch 4 Ranger und 4 Amps machen. Eigentlich macht es sogar Sinn, je öfter du die gleiche Klasse hast, desto mehr Sinn macht es sogar. Also 4-4 wäre das perfect, I guess. Aber weißt du eigentlich, warum wir so viel Amplis auf Borodeng haben und Upcut Stones Mitsune? Weihnachtsevent 2022. Müsstest dir fast mal bei YouTube reinziehen, das war geistesgestört. Das war wie Sechster im Lotto, aber jeder hat im Lotto gewonnen. Also ich bin mir bis zum heutigen Tag bin ich mir sicher, dass irgendeiner von denen verkackt hat und uns zu viele Belohnungen gegeben hat. Und dann konnten sie es nicht rückgängig machen, weil sie sich sonst den Hass der gesamten Community aufgeschürt hätten. Und dann haben sie es halt einfach so gelassen. Aber da hat safe jemand was falsch gemacht. Weil du hast basically mit jedem Char einfach 50 Amplis for free bekommen und hunderte Upcut Stones und so. Also literally über 100 Upcut Stones mit jedem Char. Und 50 Amplis auch garantiert. 50 Amplis plus extra. Garantiert auf jedem Char. Und du musstest eigentlich einfach nur online sein. Du musstest dich einfach nur einloggen mit allen Chars. Also 8 Mal. Für die meisten oder für viele. Und dann einfach nur den ganzen Tag online sein. Und einmal pro Stunde musstest du an PC und so ein Glücksrad drehen. Und da hast du quasi jedes Mal Upcut Stones bekommen, wenn du am Glücksrad gedreht hast. Wenn du Pech hattest, hast du mal keine Upcut Stones bekommen, sondern Flasks oder so. Aber du hast immer Power-Ups bekommen. Oft Upcut Stones und so. Und deswegen haben diese Chars alle so viele Amplis. Also deswegen und weil ich sie nie verbraucht habe. Weil ich habe ja eh viel zu viele Chars, ich level die ja nie alle zeitgleich. Aber das ist eigentlich so der Hauptgrund. Weil nur Amplis hätte ich jetzt eigentlich wahrscheinlich nicht so ultra viele. Weil ich habe schon auch welche verbraucht. Also wenn das Weihnachtsevent nicht so heftig gewesen wären, wären es jetzt trotzdem auf jedem Char 50 bis 100 Amplis oder bei vielen wahrscheinlich trotzdem über 100. Aber ich weiß gar nicht, was mein Rekordhalter von Amplis ist von meinen Charaktern. Ich habe bestimmt irgendeinen Char, der über 200 Amplis hat. Safe. Und das halt wirklich nur wegen diesem Event. Das hat das so heftig gepusht. Dass du eigentlich nie wieder Amplis gebraucht hast.
auf manchen Charaktern. Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. So ein Event, Alter, das war so heftig, so gut. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Die Events in letzter Zeit waren so trash. Wer Fly so lange spielt, hat nicht viel Zeit für anderes zum Testen. Nee. Naja, weißt du, das Problem ist halt eigentlich die Zeit, um andere Sachen zu testen, also auf mich bezogen, hätte ich jetzt so grundsätzlich schon. Aber um etwas anderes zu spielen, vor allem beim MMORPG, die halt auf jeden Fall nicht, weil zum Beispiel bei New World war es auch so, dass ich das Spiel eigentlich echt cool fand am Anfang, bevor diese ganzen Bugs kamen. Also bei New World wurde dann nochmal das Auktionshaus deaktiviert und Trading wurde deaktiviert und so. Da gab es irgendwie diverse Bugs, wo man irgendwie Gold oder Geld dupen konnte und so ein Scheiß. Gab es ja auch lauter Bugs. War ja auch schrecklich am Anfang. Hat ja auch irgendwie das ganze Game verhunzt. Wenn es diese Bugs nie gegeben hätte, wäre das Game heute wahrscheinlich viel erfolgreicher oder noch in aller Munde, wer weiß. Aber grundsätzlich war ich an dem Game interessiert und da habe ich es halt so gemacht, ich habe quasi 2-3 Stunden Flive gezockt und dann immer probiert, noch so eine halbe Stunde New World ein bisschen zu zocken, so, weil ich halt wirklich Bock drauf hatte, aber halt, ja, trotzdem halt auch Flive jetzt nicht komplett dafür vernachlässigen wollte oder so, sondern immer nur gesagt habe, okay, halbe Stunde weniger leveln, halbe Stunde weniger grinden und dafür dann noch ein bisschen New World zum Abschluss so. Aber das hat dann auch nur so lange funktioniert, bis wir das nächste richtig gute Event gestartet hat oder so. Und da hast du halt mal ein Wochenende jeden Tag wieder deine 6 Stunden oder 8 Stunden Flive gezockt. Und dann kam direkt ein neues gutes Event, oder kam ein XP-Event. Dann kam ein neues gutes Event. Dann kamen die schlechten Neuigkeiten bei New World und dann hast du schon so gesagt, ach komm, scheiß drauf. Dann lohnt sich's ja eh nicht mehr, dann einfach Flive weiter zocken, so ungefähr. Und da hättest du aber auch jeden Tag diese halbe Stunde, einen Monat lang hättest du dann eigentlich auch sparen können. Waren irgendwie auch für die Cuts so mehr oder weniger. Und dann, ja, hat sich das dann auch wieder erledigt. Und, ja. Also ich bin dafür einfach nicht der Typ. Also grundsätzlich verschiedene Games ist bei mir schwierig, weil ich mag es nicht, dieses halbherzige Zocken. Also wenn ich ein Game spiele, dann will ich da eigentlich schon erfolgreich sein und möglichst alles machen können und so. Und nicht sagen müssen, naja, ich habe halt nur eine halbe Stunde pro Tag oder so, da kann ich das nicht oder da schaffe ich das nicht oder da muss ich mich mit weniger begnügen oder irgendwie so. Ja. Also wenn schon, denn schon sozusagen. Und da ist das halt immer schwierig. Dauerhaft. Und bei einem MMORPG, wie du schon sagst, mehrere MMORPGs zeitgleich zocken, das ist halt wirklich der Tod. Ein MMORPG hat ja eigentlich schon im... Also gut, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, mag sein. Aber MMORPGs haben ja eigentlich schon im Charakter, dass du sie eigentlich wirklich viel spielen musst. Sonst macht es einfach keinen Sinn. Welches MMORPG existiert schon wirklich, wo du sagen kannst, ich zocke da jetzt 20 Stunden, bin quasi fertig mit dem Game und dann kann ich einmal die Woche online gehen, wann ich lustig bin und mache Endgame-Content und dann irgendwie so funktionieren MMORPGs einfach nicht. Alleine um ins Endgame zu kommen, dauert es meistens so lange, dass du eigentlich schon hunderte Stunden reinstecken musst. Was, wenn du nur ganz wenig spielst, ein ganzes Jahr dauern könnte oder sogar noch länger. Und vor allem sowas wie stundenlanges Grinden, was ja auch oft Teil von MMOs ist, wüsste ich nicht, wie das funktionieren sollte. In mehreren Games jeden Tag mehrere Stunden zu grinden.